Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer kleinen Produkt-Review. Zunächst ein kleines Vorwort. Ich möchte mich für die Tonqualität entschuldigen. Dieses Zimmer hier kriegt 12 Stunden Sonne ab, was für Sukkulenten und Co. total super ist, für Menschen gerade eher nicht so. Das heißt, ich habe jetzt das Fenster offen und den Ventilator an. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, weil sonst gehe ich hier einfach ein. Aber heute ist Sonntag, das heißt, ich hoffe, hier auf dem Dorf fahren jetzt nicht zu viele Autos vorbei. Ja, wie auch immer. Wir waren gestern in Göttingen, meiner ersten Wahlheimat sozusagen. Und dort gibt es einen Tiger und da habe ich endlich mal ein paar Sachen gefunden, die ich mir dort schon länger mal holen wollte. Unter anderem diese Twin-Tusch-Marker, das sind alkoholbasierte Marker, die ich jetzt gerne mal mit euch auspacken und ausprobieren möchte. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Auspacken an. So sehen sie dann aus. Sie sind sehr klobig, also eher wie die ganz normalen Copic-Marker. Eine Packung, ich glaube, die sind sogar noch klobiger als Copic-Marker. Eine Packung kostet 3 Euro, was bedeutet, ein Stift kostet 1 Euro. Er hat hier diese abgerundete Schissel-Nip und so eine, ist das eine Brush-Nip? Nee, ich glaube eher nicht. Ich würde jetzt gerne mal mein Skizzenbuch in die Hand nehmen und habe dort eine kleine Skizze vorbereitet, der widmen wir uns gleich. Ich würde jetzt nämlich gerne erstmal ein paar Swatches machen von den Farben und mir anschauen, wie die so aussehen. Und ja, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Okay, das ist ein mega mäßig dunkles Braun. Sie riechen auch sehr streng, also Copics bzw. Alkoholmarker riechen sowieso immer sehr streng. Aber die haben einen ganz schönen starken Geruch, sag ich mal. Der geht nicht auf, sehr gut. Und sie bluten auch ein bisschen aus auf dem Papier, aber vielleicht liegt das auch am Papier. Mir wurde gesagt, dass das für Copics gut geeignet ist, aber ja, wer weiß. Ich glaube, ich will noch mal die andere Seite testen, ob die... Ja, okay, das ist halt wirklich eine ja, sehr feste Spitze sozusagen. Aber das ist okay, wir probieren es einfach trotzdem mal aus. Also sie liegen ein bisschen sehr... Oh, das ist aber eine ganz andere Farbe. Ein bisschen sehr klobig in der Hand. Also angenehm zu halten sind sie jetzt nicht so richtig, muss ich sagen. Aber bisher finde ich die Brauntöne ganz schön. Ich hätte vielleicht etwas nicht Humanoides zeichnen sollen, sondern vielleicht eher ja, eine Landschaft oder so. Dafür könnte ich mir die Farben ganz gut vorstellen. Okay, das wird jetzt dann alles ein bisschen knalliger, aber das ist ja auch noch alles ganz schön, finde ich. Und wie gesagt, für 1 Euro pro Stift. Das ist ja... Naja, oh, das ist ein schönes Grün, das gefällt mir gut. Ja, das sieht schon mal sehr schön aus. Weiter geht's. Und das ist auch ein schönes Grün. Bluten sie denn sehr stark durch? Ja, geht so. Okay, das sieht auch sehr anders aus. Aber okay. Ja, mit viel Fantasie. Jetzt kommen die Pinktöne, wenn schon die Kappen so knallig sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass die jetzt auch sehr... Oh ja, das ist sehr heftig. Manche von diesen feineren Spitzen sind etwas weicher und manche sind etwas härter. Kann jetzt aber gerade nicht erkennen, ob das an den Farben liegt oder so. Ich glaube, das ist einfach... Also die ist zum Beispiel etwas härter als das Pink eben gerade. Aber ich weiß, wie gesagt, echt nicht, woran das liegt. Oh, okay. Das ist irgendwie fast schon Neonfarben. Ist nicht so 100%ig meine Farbe, aber gut. Also die Brauntöne und so, die Grüntöne finde ich ganz schön. Dieses Rottöne-Set, ja, also, mal gucken. Jetzt ist halt nur mein Problem, dass ich nicht wirklich eine gute Hautfarbe hier mit habe. Ich könnte natürlich mal probieren, vielleicht mit dem hier. Und
dem hier so eine Mischung zu machen. Nee. Na, das funktioniert gerade nicht so mega gut. Vielleicht hätte ich auch einfach mal länger dran halten müssen. Dass die sich da so ein bisschen vereinen, sozusagen. Nö. Okay. Dann, hey, eine dunkelhäutige Meerjungfrau ist doch auch cool, oder? Dann kriegt sie vielleicht so pinke Haare und dunkle Haut. Ich denke, dass das ganz cool aussehen könnte. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an. So, meine Lieben, ich bin fertig soweit. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich so oft das Blatt gedreht habe. Ich weiß, in der Timelapse ist es immer so ein Tjup, Tjup, Tjup. Aber ich bin echt schlecht im Outlines ziehen und da muss ich öfter mal nachjustieren. Zu den Markern. Bis auf eine fehlende kaukasische Hautfarbe, was ich jetzt aber nicht so schlimm fand. Also, ja, kann man mit leben. Und der Tatsache, dass ich den zu dunklen Marker für die Haut am Anfang genommen habe, was, tja, Pech, ist jetzt halt so. Fand ich sie ganz okay, also für den Preis auf jeden Fall. Klar, was ein bisschen nervt, ist, dass die halt eben nur diese runde Spitze haben, wie die Copic Marker und nicht wie die Copic Ciao, diese schöne weiche Spitze, mit der man schöne Übergänge machen kann. Ja, was kann ich sonst sagen? Von hell auf dunkel habe ich hier mal ein bisschen probiert, funktioniert so, geht so. Zwischendrin, als ich hier das Grün nochmal rüber gemacht habe, dachte ich, das Blatt ätzt jetzt einfach durch. Aber an sich hat es das auch ganz gut überlebt. Aber ich finde sie eigentlich ganz okay. Also, wie gesagt, die Spitze, das nervt ein bisschen und das Blenden
ja, hat auch ganz gut funktioniert soweit. Also so gut es halt eben dann auch mit Markern funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob es bei Markerpapier und nicht bei dem Skizzenbuch dann vielleicht wieder ein bisschen besser funktioniert. Das ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Mir fällt auch gerade auf, dass es hier oben ein bisschen zu viel weiß ist. Also so richtig absoluten Copic- oder Alkoholmarker-Anfängern würde ich halt eher dazu raten, vielleicht ein winzig kleines Copic-Marker-Set zu holen oder vielleicht einfach ein paar Copics einzeln. Das habe ich damals auch gemacht. Oder aber, ich habe den selber noch nicht probiert, aber ich habe nur Gutes davon gehört, vielleicht die Twin-Marker oder so. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ja, aber soweit finde ich sie ganz gut. Okay, es gibt jetzt hier keine Blautöne, das ist ein bisschen doof, aber ich glaube, ich habe auch einfach das Blautöne-Set nicht gekriegt, weil es waren auch manche Aufsteller eben leer. Ja, für Leute, die vielleicht schon öfter mit Copics was gemacht haben, aber eine billigere Alternative suchen, weiß nicht, ob ich sie da wirklich so empfehlen würde. Also sie sind okay, machen auch ganz gut Spaß. Also ich könnte mir schon vorstellen, was damit zu machen, aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist auf jeden Fall ein Copic-Konkurrent. Aber das sollen sie wahrscheinlich auch gar nicht sein. Sie waren auf jeden Fall ganz gut zu handeln, waren ganz lustig, war mal wieder was anderes. Und ja, ansonsten habe ich noch gelernt, dass hier die Kappe drauf passt. Mir ist das immer nicht so wichtig, aber es gibt ja Leute, denen ist das super wichtig. Ich suche immer lieber 5 Minuten die Kappe hier auf meinem Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Also sie bluten klar durch, aber es ist auch okay durchgeblutet. Ich habe jetzt nicht getestet, wie gut sie sich auf quasi erst Liner und dann drüber malen. Das weiß ich nicht, aber das könnten wir vielleicht mal hier mal kurz testen. Da habe ich eben gerade gar nicht dran gedacht. Lassen wir mal ganz kurz trocknen. Ja, das sieht auch gut aus. Also ich denke, ja, ich denke, so sind sie ganz coole Stifte. Also man kann sie auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man möchte. Für den Preis, ja, finde ich sie auch in Ordnung. Man kann ja auch nur ein Set kaufen, wobei ein bisschen mehr Farbvariation, aber gut, so ist es halt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht. Sagt mir doch mal, ob ihr irgendwelche coolen Copic-Alternativen kennt oder aber ob ihr überhaupt Marker benutzt, also alkoholbasierte Marker oder nicht. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, bye bye!